Cyber! Hacking! Cyber! Habt ihr mitbekommen, dass Nvidia geleakt wurde und ihr möglicherweise einen bösartigen Grafikkartentreiber habt? Tja, meine Freunde, das sind die Themen, die euch direkt betreffen. Vorbei ist eure Ruhezeit von meinen IT-Trends. Noch näher als das restliche Weltgeschehen, sogar noch näher als eure eigene Haustüre. Was ist, wenn Sie das Video von unterwegs gucken auf dem Handy? Psst. Willkommen zu den IT-Trends, meine Lieben. Bevor wir anfangen, möchte ich aber ein Event bewerben, bei dem ich auch selbst auftreten darf. Bosch sucht Informatiker. Wer nicht, ist die bessere Frage, aber Bosch hat ein Event für Bewerber. Und das findet am 25.03. statt und ich darf dort auch livestreamen für euch. Es handelt sich wieder um ein Coding-Tournament, allerdings nur für die internen Bewerber und speziell für hardwarenahe Programmierung gemacht. Das heißt dieses Mal viel C++ und weniger Python. Wenn ihr jetzt nicht nur Bahnhof verstanden habt, dann solltet ihr euch entweder direkt bewerben, alles dazu ist in der Beschreibung verlinkt, oder zumindest solltet ihr am 25. bei meinem anderen Kanal vorbeischauen und den Livestream angucken. Da kann man doch tatsächlich was fürs Leben lernen, mein Jung. Ah, stimmt, IT-Trends, da gibt's auch was fürs Leben. Zum Beispiel die Hacking-News. Wie zum Beispiel über Samsung Smartphones. Über 100 Millionen dieser Smartphones könnten nun angreifbar sein. Genauer gesagt die Flaggschiffe der Reihen S8, S9, S10, S20 und S21. Hacker könnten die Trusted Execution Environment umgehen und die privaten Schlüssel von den Smartphones extrahieren. Der Angriff ist sehr komplex und ein Angreifer braucht auch schon tatsächlich Administratorrechte auf eurem Handy. Ist das aber erstmal gegeben, könnte man damit etwa den Google-Account von euch übernehmen und wunderbar alles damit machen. Ihr solltet daher, falls ihr noch Updates bekommt, Updates installieren. Ansonsten läuft es vermutlich allerdings auf ein neues Handy hinaus. Als nächstes habe ich eine kurze Warnung für euch, wenn ihr fleißige Nutzer des Microsoft Stores seid. Dort werden in letzter Zeit vermehrt bösartige Spiele hochgeladen, die sich als Virus entpuppen und dann eure Social Media Accounts übernehmen. Speziell diese Anbieter haben diese Fakes veröffentlicht. Wie jetzt? Ihr dachtet doch nicht, dass ich das alles vorlese, oder? Ihr müsst schon selbst zuschauen. Falls ihr eins davon installiert habt, naja, dann solltet ihr definitiv eure Passwörter ändern und ich empfehle, das System komplett neu aufzusetzen. Die volle Palette. Sorry. Auch Snap hatte eine Schwachstelle, beziehungsweise 4 oder so, die man miteinander verbinden konnte, um Administratorrechte auf eurem Server oder Rechner zu bekommen. Auch hier solltet ihr dringend patchen. Außerdem habe ich noch ein Update für euch heute. Es geht ums Rote Kreuz, die ja vor einer Weile gehackt wurden, ihr erinnert euch. Die Analyse ist durch und hat Folgendes hervorgebracht. Der Angriff, was soll... Der Angriff wurde mit eigenen Hacking-Tools und sehr bedacht auf Unsichtbarkeit durchgeführt. Das spricht normalerweise für staatliche oder APT-Hacking-Gruppen, also die ganz dicken Fische, die dann auch wissen, wen sie da hacken. Das heißt, das Rote Kreuz war nicht aus Versehen ein Ziel, wie wir ursprünglich ja gehofft hatten. Bedenkt man dann noch, dass sensible Daten von über 500.000 extrem Schutzbedürftigen gestohlen wurden und es keine Lösegeldforderung gab, ist das ein wenig bedenklich. Auf das System sind die Angreifer über eine Sicherheitslücke in Zoho gekommen, die noch nicht gepatcht wurde. Diese Lücke wurde letztes Jahr im März von einer chinesischen APT-Gruppe auch gegen deutsche Unternehmen eingesetzt. Der Verdacht liegt nun nahe, muss aber nicht sein. Damit sind wir dieses Mal schon fast beim Hack der Woche, denn Samsung hatte auch bei sich im System einige Hacker, nicht nur auf den Smartphones, die es nicht so gut meinten. Lapsus hieß die Gruppe, die wir gleich nochmal sehen werden. Die haben 190 GB an Daten von Samsung geleakt. Darunter vor allem ein ganzer Haufen Code. Der Code von Samsung Smartphones, das Login-Portal von Samsung, sowohl der Code im Frontend als auch der im Backend, also der auf dem Server läuft, und der mit der Datenbank rumhantiert, aber auch Bixby wurde geleakt, die Sprachsteuerung von Samsung, SmartThings, den Samsung Store und viele Projekte mehr wurden veröffentlicht und sind nun quasi Open Source. Auch der vertrauliche Code von Qualcomm war dabei. Guter Weg, den ihr da eingeschlagen habt, Samsung. Jetzt könnt ihr doch gleich vollständig Open Source gehen, oder? Forscher sitzen nun natürlich dran zu analysieren, welche Daten wohin fließen etc., aber da das gerade erst war, wird das wohl noch eine ganze Weile dauern. Wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, wäre wohl ein Abo das Sinnvollste, was ihr tun könnt. Ihr solltet aber definitiv auch damit rechnen,
dass in nächster Zeit Samsung-Geräte mehr angegriffen werden, denn wenn man den Quellcode hat und da hat noch niemand vorher drüber geschaut, dann gibt es da unter Umständen ein paar Lücken, die übersehen wurden. Und damit kommen wir schon zum Hack der Woche. Auch hier geht es, wie ihr euch denken konntet, um Lapsus. Ich habe es im Urin, dass wir die hier noch ein paar Mal hören werden. Es geht um Nvidia. Bei denen sind nämlich interne Dienste wie das Entwicklertool und das E-Mail-System 2 Tage lang ausgefallen. Scheinbar ging es um einen Angriff, aber lange war nicht klar, was genau passiert ist. Hat sich wohl auch wieder um Ransomware gehandelt dann im Nachhinein, die eben benutzt wurde, um den Hardware-Giganten zu erpressen. Das Dumme ist nun das, was für uns danach passiert ist. Also, uns betrifft ja diese Ransomware nicht so direkt. Man hat vielleicht unsere E-Mail-Adresse erbeuten können und die Passwörter, aber da ihr alle 2 Faktor habt, ist das für euch kein großes Problem. Bei dem Einbruch konnten allerdings 2 Code-Signing-Zertifikate gestohlen werden. Diese Code-Signing-Zertifikate werden dazu genutzt, um Software zu signieren, also quasi zu unterschreiben. Damit weiß dann euer Rechner, dass die Software, die ihr da gerade ausführen wollt, weil ihr sie gerade aus dem Internet runtergeladen habt, von einem vertrauenswürdigen Händler kommt und sie ohne Bedenken ausgeführt werden kann. Ihr könnt euch das wirklich wie eine Unterschrift vorstellen, die man da drunter packt, nur dass sie eben nicht gefälscht werden kann. Außer eben man stiehlt die Code-Signing-Zertifikate. Nun könnte Software von Nvidia auftauchen, also im Namen von Nvidia, die gar nicht wirklich von Nvidia ist. Wie hier übrigens auch schon geschehen ist. Die Software hier enthält Mimikatz, die zum Ausspähen von Login-Daten genutzt wird. Auch hier hilft euch allerdings wieder nur der gesunde Menschenverstand. Treiber solltet ihr nur von offiziellen Quellen runterladen. Das hilft immens. Solltet ihr wirklich mal euch so eine Malware einfangen, dann heißt es wohl auch hier wieder komplett das System neu aufsetzen. Wo wir aber gerade von Mimikatz reden, kommen wir kurz zum Cyberkrieg, denn Mimikatz wurde hauptsächlich berühmt während NotPetya, einem Angriff, der die halbe Ukraine lahmgelegt hat. Ist schon wieder eine Weile her, aber an der Stelle kurz die Warnung, wer sich lieber nicht mit dem Krieg beschäftigen will. Unten sind Kapitel eingeblendet, ihr könnt einfach den Cyberkrieg überspringen. Ich weiß, euch geht es da ähnlich wie mir. Wir hoffen alle, dass dieses Grauen endlich vorbei ist. Daher hier auch nochmal ganz kurz der Aufruf, dass ihr euch gerne als freiwilligen Helfer für die Flüchtlinge aus der Ukraine melden könnt. Das hilft den Menschen, glaube ich, momentan am allermeisten. Aus Russland ziehen sich immer mehr Dienste zurück. Manche werden leider durchaus auch genutzt, damit sich die russische Bevölkerung unabhängig informieren kann. TikTok als Beispiel genannt, will China nicht mehr in Russland anbieten. Demgegenüber steht Russland, die nun auch Facebook und Twitter verboten haben. In den App-Trends lässt sich eindeutig nachvollziehen, dass aktuell VPN-Apps zu den beliebtesten Apps zählen, da man diese Limitierung und Sperren damit umgehen kann. Sollten diese auch noch verboten werden, bleibt immer noch das Tor-Netzwerk, mehr oder weniger. Das ist zwar schon in Russland komplett verboten und jeder Entry-Node des Tor-Netzwerks wird gesperrt, aber über sogenannte Tor-Bridges kann man sich dennoch mit dem Netzwerk verbinden. Damit die Tor-Bridges aber nicht auch noch gesperrt werden, gibt es Snowflake. Snowflake ist eine Browser-Erweiterung, die ihr euch runterladen könnt. Ja, auch ihr könnt dann damit helfen. Damit können sich Bürger aus Russland mit eurem PC verbinden und von dort geht es dann erst weiter zur Tor-Brücke und von dort dann ins Tor-Netzwerk. Keine Sorge, euch kann da tatsächlich eigentlich gar nichts passieren. Die ausgehende IP-Adresse ist die des Exit-Nodes, nicht eure. Das heißt, selbst wenn jemand Straftaten damit begeht, bleibt das nicht bei euch hängen. Dort kann man dann auch zum Beispiel BBC oder andere Nachrichtenseiten lesen. Die haben nämlich sogar einen eigenen Onion-Dienst im Tor-Netzwerk, den sie anbieten. Ein weiteres Thema, das mir übrigens sehr wichtig ist, mit Sicherheit habt ihr schon von richtig vielen Spendenorganisationen gehört, die gerade Geld brauchen, um der Ukraine zu helfen. Seid da bitte sehr vorsichtig bei der Auswahl. Ich warne explizit vor diesen 7 Agenturen, die ihr hier eingeblendet seht, die nur Fake sind und sogar Malware enthalten könnten, wenn ihr auf deren Webseiten geht. Auf Reddit kam diese herzzerreißende Geschichte, die aber ebenfalls nur Scam ist, zum Vorschein. Spendet daher lieber direkt an Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz, UNICEF oder Save the Children. Es ist sehr wichtig, dass ihr wisst, dass jeder Account potenziell gehackt werden kann. Eventuell sogar nur ganz kurz für einen Tweet. Spendenlinks oder E-Mails könnten daher auch ganz gut einfach nur Fake sein. Seht ihr nur einen Screenshot? Kann auch hier Photoshop im Einsatz gewesen sein.
Des Weiteren toben natürlich auch viele vermeintliche Hacks oder echte Angriffe, aber hier muss ich definitiv sagen, ich kann euch nicht sagen, was davon stimmt und was nicht. Es wurden Videos geteilt, wie die TV-Kanäle Russlands gehackt wurden und Kriegsbilder gezeigt wurden. Doch bei genauerem Hinsehen war es immer exakt dasselbe Video, das geteilt wurde. Was den Schluss nahelegt, dass die Aktion eigentlich gar nicht so real war, sonst hätte man das wahrscheinlich noch deutlich mehr gesehen. Alle Berichte unserer Nachrichtensender haben sich dann immer nur auf diesen einen Tweet bezogen. Jetzt dürfte aber natürlich offensichtlich sein, dass Handles mit Anon drin nicht ausschließlich von verifizierten Anonymous-Mitgliedern belegt werden dürfen. Das hatten wir ja schon mehrfach geklärt. Jeder kann sich so nennen. Einige Accounts wurden mittlerweile auch von Twitter gesperrt, weil sie Falschinformationen verbreiten, so wie hier. Ein anderer Anonymous behauptete, einen Nuklearreaktor gehackt zu haben, und eine Sache, die ich selbst falsifiziert habe, ist dieser Leak von 150.000 Yandex-Accounts. Jeder einzelne Account, den ich in diesem Leak überprüft habe, war bereits Teil des V-Kontakte-Leaks von 2012, bei dem ca. 100 Millionen Accounts betroffen waren. Oder er war Teil einer Collection, das heißt Teil einer Zusammenfassung von mehreren Leaks auf einmal. Das heißt also, dass diese Accounts gar nicht neu geleakt sein müssen, sondern einfach eine Zusammenfassung von bisherigen Hacks oder Leaks sind. Manche Aktionen wie Antikriegsbotschaften als Google Maps Rezension zu tarnen, die haben allerdings wirklich stattgefunden. Das lässt sich aber auch leichter durchführen und überprüfen. Alles in allem kann man das aber so zusammenfassen: Nur wenige Aktionen von Anonymous haben wirklich stattgefunden, oder besser gesagt, sie lassen sich nicht verifizieren und falsifizieren lassen sie sich auch nicht. Schauen wir uns daher doch lieber in den Politik-News um. Da lassen sich Berichte ja viel leichter überprüfen. Ja, genau. Das BKA hat einen neuen Staatstrojaner entwickelt. Die Bundesdatenschutzbehörde hat den dann überprüft. Und das ist das Ergebnis. Selbst wenn man den Bericht nicht lesen kann, die Bedenken wegen Staatstrojanern bleiben eigentlich dieselben. Vor allem die Bedenken, dass andere, nichtstaatliche Hacker die exakt selben Sicherheitslücken ausnutzen können, wie eben das BKA das tut. Bei der Überprüfung wurden laut Netzpolitik zudem nur Stichproben im Quelltext angesehen, und das reicht leider nicht unbedingt aus. Ja, immerhin könnte, falls so eine Funktion existiert, auch immer ein Beweisstück platziert werden, und wenn nicht der ganze Quelltext gelesen wurde, woher will ich dann wissen, dass das nicht irgendwo ganz geheim eingebaut wurde? Naja, wir haben das Thema hier schon mal sehr lange und sehr genug diskutiert. Irgendwann reicht das dann auch mal, und ich bin mal gespannt, ob das dann deswegen vielleicht auch mal wieder verboten wird. Apropos Staatstrojaner. Wegen Pegasus, dem Staatstrojaner der NSO Group aus Israel, ist nämlich nun mittlerweile eine Untersuchung im Europaparlament im Gange, da Polens Regierung den Staatstrojaner zum Beispiel auch gegen Oppositionspolitiker eingesetzt hatte. Eine Affäre, die natürlich nicht gerade demokratisch ist. Auch Deutschland hat Pegasus, beziehungsweise diese modifizierte Variante davon, und wie genau das Ding eingesetzt wurde, das ist immer noch nicht ganz geklärt. Ich bin auf die Ergebnisse der Untersuchung sehr gespannt. Wichtig in der Politik sind natürlich auch immer wieder Pornos. Ja, so oder so ähnlich. Xhamster wurde nun tatsächlich gesperrt, nachdem sehr lange darüber diskutiert wurde, ob das gemacht werden soll oder nicht. Weil die haben immer noch keine Altersüberprüfung durchgeführt und haben das auch eigentlich nicht so wirklich vor. Also für die Uploader. Xhamster hatte schon länger ein Problem mit, wie sage ich das nett, ohne gesperrt zu werden, minderjährigen Darstellerinnen? Die Plattform hat sich dennoch geweigert, weil ja dann auch Twitter oder Reddit so eine Verifikation brauchen. Damit liegen sie zwar nicht ganz falsch, aber das ist halt immer noch kein Argument, warum sie keine haben. Wird sich zeigen, wo das Ganze noch hinführt. Die Sperre ist jedoch nur eine reine DNS-Sperre, dementsprechend leicht zu überwinden ist sie. Das hatten wir ja gerade oben schon mit VPN, Tor-Netzwerk, ihr kennt das ganze Spiel. Damit landen wir in den Privacy News, die erstmal schön beginnen. Wow. Google zieht nämlich nun hinter Apple her, die ja ihre Privacy verbessert haben. Google möchte nun etwas Ähnliches haben und hat Privacy Sandbox in den Startlöchern. Das soll dazu genutzt werden, die Informationen, die Websites und Apps bekommen können, zu limitieren, sodass effektives Tracking zwischen mehreren Apps weniger möglich ist. Bei Apple hingegen muss der Nutzer jeweils bei jeder App explizit zustimmen, ob etwas gesammelt werden darf oder nicht. Bei Google ist das eher so ein Trade-off.
Nicht ganz so angenehm ist diese Meldung über Clearview AI. Die Gesichtserkennungssoftware, die aktuell schon 10 Milliarden Fotos von Personen in einer Datenbank vereint, möchte auf 100 Milliarden Bilder anwachsen und damit dann in der Lage sein, jeden Menschen der ganzen Welt identifizieren zu können. Das wäre dann zum Beispiel mit Kameras, Drohnen etc. machbar. Insgesamt sollen diese 14 Bilder pro Person dazu wohl ausreichen, sagen sie zumindest selbst. Bedenkt man, dass die größten Alternativen nun allmählich auf Abstand gehen wegen der großen Gefahren, die Gesichtserkennung mit sich bringt, nämlich Amazon, IBM, Google und selbst Meta haben das angekündigt, und dass der Gründer von Clearview AI sogar von Facebook gebannt wurde, ist das wirklich bedenklich? Mit den aktuellen Verfahren gegen sie glaube ich nicht, dass sie das Projekt wirklich zu Ende bringen können, denn da ist schon ordentlich was am Kochen, denn viele Länder haben da nicht so Bock drauf. Aber auch Meta hat scheinbar noch nicht so ganz damit aufgehört, Gesichtserkennung durchzuführen, zumindest nicht auf Instagram. Auf Instagram werden nämlich scheinbar Biometriedaten sogar heimlich ausgewertet. Deshalb hat sich nun der Staat Texas mit einer Klage gegen Meta gewandt. Milliardenverstöße, dachten die sich, klar, dann gibt es auch eine milliardenfache Klage. Würde die Strafe wirklich so durchgehen, dann wäre vermutlich Meta komplett bankrott. Die Vorwürfe weist Meta allerdings von sich, dass sie sowas machen würden. Damit kommen wir zu den KI-News. Wir hatten uns ja hier auf dem Kanal schon häufiger die Frage gestellt, wer eigentlich hat das Urheberrecht, wenn eine KI ein Gemälde erstellt? Ein Komitee des US-Urheberrechtsamts könnte dafür nun eine Grundlage liefern. Die haben jetzt nämlich entschieden, dass Maschinen keine Vertragspartner sein können und damit auch keine vertragliche Vereinbarung zur Erstellung von Kunstwerken eingehen können. Da das Werk aber autonom erstellt wurde, bzw. der menschliche Beitrag quasi nichts war oder auf jeden Fall zu gering, um es als Werk des Antragstellers, also Steven Thaler, zu bezeichnen, hat wohl niemand das ganze Urheberrecht. Was darf man nun mit dem Bild machen, frage ich mich da. Oder noch viel besser, was, wenn eine KI ein Bild von mir malt? Ja, Fragen über Fragen und eine tolle Videoidee für die Zukunft, würde ich sagen. Wo wir gerade dabei sind, eine KI zur Entpixelung von Bildern wurde, sagen wir mal, in einem Twitter-Thread interessant genutzt. Als Eingabe nimmt man ein verpixeltes Bild oder aber Pixelart aus einem Videospiel und raus kommt ein möglichst reales Bild einer Person. Das ist so der Plan. Die Ergebnisse reichen von wow, wie gut ist das denn, bis hin zu ja. Wie dem auch sei, falls ihr ein bisschen Zeit und Lust habt, spielt damit gerne etwas rum. Ihr könnt mir die Ergebnisse sehr, sehr gerne auf Twitter oder auf Instagram schicken. Ich bin sehr gespannt, was ihr da alles zustande bringt. Vergesst aber auch nicht, euch auf das Event bei Bosch zu bewerben oder euch zumindest den Livestream anzusehen. Mitmachen geht leider nur für die Teilnehmer des Events dieses Mal. Im Nachgang könnt ihr aber natürlich alle Challenges nochmal machen. Ihr könnt sogar schon mal ein bisschen auf der Coding Challenge Plattform üben, wenn ihr wollt. Ihr findet sie unter the-morpheus.cc wie Coding Challenge. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!